Ja, über das Thema Sicherheitsbefugnisse wollen und müssen wir sprechen. Philipp Amthor ist nun bei mir, CDU-Innenpolitiker, auch Mitglied im Innenausschuss des Bundestages. Herr Amthor, schön, dass Sie Zeit haben. Gerne, guten Morgen. Ja, nun haben wir auch im Beitrag ja schon einiges an Vorwürfen gehört, was man Ihnen jetzt auch aus der Ampelregierung macht. Nämlich, dass das Problem jetzt ist, dass Sie das Sicherheitspaket der Bundesregierung im Bundesrat blockieren würden. Wäre aber mit diesem Sicherheitspaket jetzt in dem aktuellen Fall überhaupt was geholfen gewesen? Das ist leider kleingeistige Parteipolitik der Bundesregierung. Anders kann man das nicht bezeichnen. Dieses Sicherheitspaketchen, oder wir würden das eigentlich eher einen Luftpostbrief nennen, mehr ist das ja nicht. Dieses kleine Paketchen hätte für die Verhinderung dieser Anschlagspläne keinen konkreten Mehrwert gehabt. Das ist wirklich parteipolitisches Klein-Klein, was da jetzt gespielt wird. Tatsächlich müsste man aber sehen, die Dimension jetzt dieses geplanten Terroranschlages, der führt nämlich erneut vor Augen, wie fragil die Sicherheitslage für Jüdinnen und Juden in Deutschland ist. Und deswegen müssen wir dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist bitter genug, dass vermutlich, wir werden das im parlamentarischen Verfahren und in den Diskussionen dort näher klären, es auch hier wieder nur möglich war, dank der Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten, diese Terrorpläne aufzuklären. Und da hätten die Vorschläge der Ampel zum Sicherheitspaket rein gar nichts geändert. Und wir haben ja nicht dagegen gestimmt, weil sie zu weit gehen würden, sondern weil sie nicht weit genug gehen und wir Nachbesserungen und die notwendigen Kompetenzen fordern, die unsere Sicherheitsbehörden dringend brauchen. Naja, das Problem ist ja, dass man sich innerhalb der Ampelkoalition da überhaupt nicht grün ist. Die SPD bringt jetzt nochmal Vorratsdatenspeicherung auch ins Spiel aus der FDP, die ja wirklich bei dem Thema Daten dann immer auf der Bremse steht. Die haben jetzt auch nochmal gesagt, Justizminister Marco Buschmann, man könnte sich die Quick-Freeze-Technologie vorstellen, also auch das Einfrieren von Daten ist aber nochmal was anderes. Also würde Ihnen das denn reichen, falls so etwas nochmal reinkäme ins Sicherheitspaket? Diese sogenannte Quick-Freeze-Technologie, die der Justizminister vorschlägt, ist auch ein reines Ablenkungsmanöver. Es wird unseren Sicherheitsbehörden in keiner Weise helfen, denn Quick-Freeze, das Einfrieren von Daten, das geht natürlich nur für solche Daten, die die Sicherheitsbehörden überhaupt haben. Die müssen erstmal erhoben werden, auf die muss zugegriffen werden können. Und deswegen ist die IP-Adressenspeicherung, die wir als Union fordern, auch so dringend notwendig. Und ich kann angesichts wirklich dieser frappierenden Terroranschlagspläne, die wir hier jetzt eben auch diskutieren, die Ampel nur dazu mahnen, auch ihrer staatspolitischen Verantwortung nachzukommen und die Sicherheitsbehörden endlich mit den Befugnissen auszustatten, die sie brauchen. Der andere Aspekt bei diesem Fall jetzt ist ja auch die Frage, warum ist wieder jemand, der abgelehnter Asylbewerber in Deutschland ist, eigentlich immer noch hier gewesen? Ein Libyer, also nach Libyen, das wissen wir, schwierig momentan da überhaupt auch Verbindungen herzustellen, sicherzustellen, dass jemand dann wirklich zurückgenommen wird. Aber müsste man nicht jetzt auch aus diesem Fall lernen und sagen, da müssen wir die Anstrengungen noch mal erhöhen? Na, grundsätzlich sind auch Abschiebungen nach Libyen rechtlich und tatsächlich möglich. Und wir sollten jetzt nicht noch anfangen, darüber zu diskutieren, dass das nun auch grundsätzlich nicht ginge. Und es ist ein weiterer Beleg dafür, dass natürlich die Perspektive, hier dann als abgelehnter Asylbewerber über Monate in einer Art Schwebestatus im Land zu bleiben, dass das Radikalisierung scheinbar weiter befeuert und begünstigt. Und deswegen muss für uns klar sein, wir müssen das, was der Bundeskanzler ankündigt, aber nicht tut, endlich in die Tat umsetzen, nämlich viel konsequenter abschieben, abgelehnte Asylbewerber, aber eben auch von Anfang an diese Radikalisierungsstrukturen brechen. Das geht nur dann, wenn unsere Sicherheitsbehörden auch die Radikalisierungsprozesse im Internet viel besser beobachten und aufklären können. Also da sind wir auch wieder bei den Daten. Lassen Sie uns mal zur CDU selbst kommen, Herr Amthor, denn das ist ja ganz interessant, was sich da momentan abspielt. Man hat ja Gespräche in den ostdeutschen Bundesländern, gerade in Thüringen war das Ganze jetzt schon relativ konkret. Man hat eigentlich schon verkündet, hier, wir haben so ein gemeinsames Papier, CDU, SPD und BSW. Dann kam aber Sarah Wagenknecht noch mal um die Ecke und hat auch gesagt, ja Moment, also über die Präambel müssen wir erst noch mal sprechen. Das ist schon seit längerem klar, aber sie hat jetzt noch mal ganz deutlich gesagt, dass man eigentlich sich gerade in Fragen auch der Ukraine und der Stationierung von Langstreckenwaffen deutlich distanzieren müsste vom Kurs der Bundes-CDU. Wie wollen Sie denn diesen Spagat machen, Herr Amthor? Ich finde vor allem, das ist ein Offenbarungseid für Sarah Wagenknecht. Denn das zeigt doch ganz, ganz deutlich, worum es Sarah Wagenknecht bei diesen Verhandlungen in Thüringen und in Sachsen geht. Nämlich nicht um Thüringen, nicht um Sachsen, sondern vor allem um sie selbst. Ich habe gesehen, dass man dort ja in wesentlichen Punkten, die für die Menschen in den jeweiligen Bundesländern wichtig sind, einige Erfolge erzielen konnte in der Bildungspolitik, in der besseren Ordnung und Steuerung von Migration. Dass jetzt Sarah Wagenknecht diese Länder aber scheinbar völlig egal sind und sie nur auf die Bundespolitik schaut, das ist völlig unverantwortlich. Und
ich finde, das zeigt auch, dass man Fragen zuallererst an Sarah Wagenknecht stellen müsste, wie ernst sie es nämlich meint mit diesem Land und mit politischer Verantwortung und nicht an die CDU. Das muss sie für sich beantworten. Naja gut, aber ich meine, Sie müssen ja aufpassen, dass Sie da nicht zum Spielball werden. Denn ich meine, auch gerade die Positionierung im Ukraine-Krieg ist ja etwas, was in Ostdeutschland ganz anders diskutiert wurde. Auch jetzt hier im Wahlkampf, wo auch auf Bundes-CDU-Ebene da deutlich leiser, sage ich jetzt schon mal, drüber gesprochen wurde. Also wie wollen Sie denn das verhindern, dass die Leute sagen, eigentlich weiß ich jetzt gar nicht mehr, wofür die stehen. In Ostdeutschland auf Landesebene erzählen die was ganz anderes als Friedrich Merz. Wir lassen uns jedenfalls die politischen Inhalte nicht von Sarah Wagenknecht aus Saarbrücken diktieren. Das ist völlig klar. Mario Vogt und Michael Kretschmer haben sehr klare Koordinatensysteme. Die stehen auch für die Grundüberzeugungen der CDU ein, werden das auch in diesen Sondierungen, die jetzt abgeschlossen sind, aber auch in weiteren Koalitionsgesprächen tun. Und da brauchen wir jetzt keine Ratschläge von Sarah Wagenknecht. Sie muss für sich allerdings klären, ob sie überhaupt staatspolitischer Verantwortung nachkommen will oder nicht. Denn die Gefahr, die sie sonst aufbringt, ist natürlich die Wahl etwa von Björn Höcke zum Ministerpräsidenten in Thüringen. Und das zu riskieren durch irgendwie kleingeistige parteipolitische Spielchen, die sie da jetzt treibt, halte ich für unverantwortlich. Sie spielen also weiterhin den Ball rüber, wollen an diesen Gesprächen festhalten. Herr Amthor, danke schön für den Besuch bei uns. Vielen Dank.